Auch heute heiße ich wieder alle Car-System- und Open-Car-Freunde ganz herzlich willkommen bei Kuvenau. Schön, dass du dieses Video angeklickt hast. In diesem Video zeige ich dir, wie du in solch einen Drahtverhau Ordnung bringen kannst und ein relativ übersichtliches Open-Car-Fahrzeug wie dieses hier bauen kannst. Bevor wir allerdings loslegen, solltest du noch kurz unten rechts unter dem Video auf den Abo-Button klicken und die Glocke aktivieren. Denn nur so verpasst du mit Sicherheit kein Video mehr. Und jetzt geht es los. Für die Vorverdrahtung und Zusammenfassung der gleichen Lichtfunktionen verwende ich wieder diese Lochrasterplatinen, also diese Lötpads von den Lochrasterplatinen. Bevor ich allerdings diese Platinen in das Fahrzeug einbaue, hat sich das als sehr nützlich erwiesen, dass man zuerst mal alle Bauteile, diese quasi also K-Decoder, Funkmodul etc., dass man das erstmal hier ins Fahrzeug reinlegt und guckt, wo kann ich das überhaupt hinsetzen und welche Flächen bleiben mir dann am Ende noch frei für meine Vorverkabelung, denn es macht ja wenig Sinn, dass ich jetzt so ein Stück Lochrasterplatine da abschneide und irgendwo ins Fahrzeug reinklebe und am Ende habe ich dann keinen Platz mehr für meinen K-Decoder und mein Funkmodul. Daher werde ich jetzt als erstes den K-Decoder und das Funkmodul zu einer Einheit verbinden. Zum Verbinden von den zwei Teilen hier, also vom Funkmodul und dem Decoder, verwende ich wieder die in dem Funkmodul mitgelieferte Stiftleiste. Und auch hier ist es wieder so, dass wir quasi den letzten Pin von unserem Funkmodul, ja, ich nehme es mal hier oben drauf, lege es mal hier daneben, also das ist immer gezeichnet von unten, Ansicht von unten, ja, also so rum und auch unseren Decoder. Und hier sieht man es, den letzten Pin, den dürfen wir gar nicht mit dem K-Decoder verbinden. Das heißt, normal haben wir ja 8 Pins, wir brauchen aber bloß 7. Deshalb schneide ich jetzt hier erstmal 3 Pins ab und habe dann meine 7 Pins übrig. Und jetzt ist es hier bei diesem neuen Decoder wirklich klasse gemacht, weil ich kann das hier so durchstecken. Und dadurch kann ich jetzt quasi beide Sachen hier so miteinander verbinden. Das werden wir jetzt als erstes mal machen. Es gibt natürlich noch eine ganze Reihe weiterer Verbindungsmöglichkeiten für diesen Decoder. Dazu würde ich euch einfach bitten, schaut mal in das Handbuch vom OpenK-Decoder auf Seite 14, da sind noch verschiedene Varianten drin gezeichnet. Deshalb Platinenhalter wieder her. Hier passt es ja jetzt auch sogar. Jetzt spanne ich hier mal meinen Decoder ein. Müssen wir mal gucken, wie wir den am besten festkriegen. Und jetzt tun wir halt hier die einzelnen Pins erstmal miteinander verlöten. So, also die haben wir alle. Dann können wir natürlich hier auch noch ein bisschen diese Dinger kürzen. So, dass sie nicht gerade so ganz so lang da stehen. Und jetzt müssen wir natürlich von unten das Funkmodul hier so einhängen. Ja, also wichtig, der hintere Pin hier nicht verbinden. Dann hänge ich das mal hier so rein. Ja, das habe ich mir befürchtet. So, und somit haben wir jetzt hier unsere zwei Sachen miteinander verbunden. Jetzt müssen wir halt gucken, wie kriegen wir das hier am besten rein. Das gefällt mir schon wieder gar nicht. Wieso sitzt der Decoder nur so schief? Kann ich den noch ein bisschen biegen? Ja, anscheinend, ja, ein bisschen geht's noch. Nächster Versuch. Mal schauen, ob es jetzt besser aussieht. Ja, irgendwie so richtig passt mir das immer noch nicht. Was ich natürlich jetzt bei der ganzen Sache nicht berücksichtigt habe, ist, dass jetzt die Pins unter dem Funkmodul hervorstehen und dadurch mein Funkmodul nicht sauber auf dem Fahrzeugboden aufliegt. Ja, jetzt werde ich so einen 1 mm starken Kunststoff nehmen und werde den quasi hier unten dran kleben. Dass nämlich später ich hier eine plane Fläche habe. Beziehungsweise ich werde gerade hier vorne so ein Stück dran kleben. Und das reicht dann ja schon. Ich sag mal, ich brauche ja später nicht hier die ganze Fläche hier als
als Auflage. Mir reicht es ja, wenn das jetzt hier so gehalten wird. Und dieses Stück klebe ich jetzt nicht mit Sekundenkleber drunter, sondern nehme hier so wieder so Bodenklebeband. Ganz am Anfang meiner Open-Car-Karriere habe ich die Dinger natürlich auch einfach mit Sekundenkleber reingeklebt. Nur wer dann mal probiert hat, diese Teile wieder rauszukriegen, wenn die mit Sekundenkleber drin waren, der weiß, warum ich jetzt nur noch Teppichbodenklebeband verwende. Denn ein mit Sekundenkleber eingeklebtes Funkmodul, das klebt so fest, da geht eher das Modell kaputt, wie dass das Funkmodul dann wieder rausgeht. Daher meine klare Empfehlung an euch, nehmt Teppichbodenklebeband, dann kriegt ihr das nachträglich immer mal wieder raus. So, und jetzt liegt quasi hier mein Decoder gerade drin. Und da ich ja hier quasi diese Aussparung nicht gemacht habe, die habe ich nämlich schon mit Bedacht gemacht. Denn wenn ich jetzt meine Drähte, die von der Heckbeleuchtung kommen, hier ganz flach auf dem Boden verlege, kann ich mit meinem Car-Decoder weiter ganz nach hinten rutschen und ich gewinne somit mehr Platz im Fahrzeug für weitere Komponente. Bei der Power-Off-Platine, die werde ich aller Voraussicht nach unter dem Car-Decoder positionieren. Momentan ist für mich das einfach so das Logischste. Ganz begeistert davon bin ich zwar noch nicht, aber ja, wahrscheinlich geht es nicht anders da. Jedenfalls habe ich jetzt diese ganze Seite hier frei und kann hier eine ganze Reihe Lötpads, also Lochraster-Lötpads hinkleben, an denen ich dann alle Lichtfunktionen, die mehr als eine LED haben, zusammenschalten kann. Ja, und so sieht das Ganze dann aus. Eigentlich weniger spektakulär. Jetzt müssen halt die ganzen Drähte hier aufgelegt werden. Ja, was soll ich da groß sagen? Welche Reihenfolge ihr da nehmt oder mit was ihr da anfangt, spielt überhaupt keine Rolle. Ich werde jetzt mit den Rückleuchten anfangen, aber ob ihr da jetzt mit den Rückleuchten anfangt oder mit den Seitenmarkierungsleuchten, das spielt alles keine Rolle. Das müsst ihr halt einfach für euch rausfinden, wie es für euch am besten ist. Daher werde ich euch da jetzt auch relativ wenig Bilder zeigen, wie ich das hier auflege, weil ja, da muss einfach jeder für sich den eigenen Weg finden. Ich habe jetzt hier soweit mal alle LEDs aufgelegt, die von hier hinten, die Rücklichter und so weiter kommen. Was jetzt noch offen ist, sind meine zwei Infrarot-Sendedioden. Und da habe ich gedacht, wollte ich euch jetzt nochmal was zeigen. Und zwar bei den normalen LEDs lege ich eine Spannung an und sehe, wenn die leuchtet. Da weiß ich dann, das ist meine LED, das ist meine Plusleitung, das ist meine Minusleitung. Bei den IR-LEDs, tja, was mache ich denn da? Die senden zwar auch ein Licht aus, aber ein Licht, das für den Menschen unsichtbar ist. Und wie kriege ich jetzt raus, welcher von meinen beiden Drähten hier jetzt der Plus ist und welcher der Minus? Deshalb gehe ich immer her, stelle bei mir auf dem Labornetzgerät so 2,3, 2,4 Volt ein. Das passt dann für zwei in Reihe gestaltete IR-LEDs. Ja? Also eine hat normal so 1,2 Volt rum. Und dann gucke ich normalerweise auf mein Labornetzgerät, ab wann da ein Strom fließt. Und dann weiß ich, das ist mein Plus, das ist mein Minus. Da ich euch jetzt hier schlecht mein Labornetzgerät nebendran einblenden kann, habe ich einfach mal mein Multimeter hier hingelegt und einfach mal auf den Strommessbereich eingestellt. Den Plus habe ich jetzt hier schon mal angeklemmt und jetzt gehen wir einfach mal her an die zweite Leitung und gucken mal, ob da tatsächlich ein Strom fließt. Na, nochmal. Und wir sehen, da fließen jetzt 6 Milliampere. 6,6, 6,7 sowas. Also wissen wir, das ist mein Plus. Einfach mal so zum Vergleich. Ja, ich drehe das jetzt einfach mal rum, dass ihr seht, dass das auch wirklich nur in eine Richtung geht. Wenn ich es jetzt hier anschließe, bleibt mein Multimeter bei 0. Die Plusleitung von den IR-LEDs kommt natürlich auch auf den Plus-Sammelpunkt. Bei der Masseleitung, da habe ich ja maximal eine Leitung. Und da macht es jetzt einfach keinen Sinn, die extra nochmal auf einem Sammelpunkt zwischen zu verschalten. Die geht natürlich direkt auf den Decoder. So sieht jetzt die fertige Verkabelung von unserer Heckbeleuchtung aus. Und ich habe es jetzt halt folgendermaßen hier aufgelegt. Das hier
ist der Blinker rechts, das sind die Rücklichter, das sind die Stopplichter, das ist mein Plus-Sammelpunkt und das ist der Blinker links. Als nächstes sind bei mir jetzt die Seitenmarkierungsleuchten dran. Jetzt das Ergebnis. Ich habe jetzt beide Plusleitungen quasi auch hier auf meinen Plusstützpunkt gelötet und habe hier schon den Draht angelötet, der quasi später auf den Decoder geht. Für die Versorgungsleitung, also für die Plusversorgung, habe ich jetzt einen 0,2 mm starken Kupferlackdraht verwendet. Denn immerhin fließt ja hier der komplette Strom für meine komplette Fahrzeugbeleuchtung drüber. Und auch wenn hier mit Sicherheit rein rechnerisch 0,1 mm starker Draht reichen wird, nehme ich dennoch gerne ein bisschen einen dickeren Draht. Dann habe ich natürlich auch noch die Blinker von hier vorne alle noch auf meine Blinker-Stützpunkte gelötet. Und das habe ich jetzt alles gemacht. Was hier jetzt noch an einzelnen Drähten rumhängt, sind halt die ganzen Frontbeleuchtungen, Scheinwerfer, Fernlicht, Abblendlicht etc. Da habe ich ja schon alles da vorne fertig verkabelt und da kommt ja hier bloß noch ein Draht an. Das geht natürlich jetzt alles dann direkt auf den Decoder. Da mache ich natürlich nichts mehr. Der nächste Schritt ist jetzt, ich werde jetzt mal die ganze Stromversorgung von dem Fahrzeug aufbauen. Heißt also, ich habe ja hier beide Drähte, die von den Ladespiegeln hier vorne kommen. Ja, die müssen ja angeschlossen werden. Ich habe hier auch meinen Schalter. Ja, die zwei dicken Drähte vom Schalter, die müssen ja auch angeschlossen werden. Und ich habe ja hier hinten noch die Ladebuchse, die muss auch verkabelt werden. Und das Ganze, den ganzen Stützpunkt für meine Stromversorgung, den werde ich auch hier mit in diese Reihe integrieren. Und dazu tue ich jetzt einfach mal diese Reihe mit zwei weiteren Lötpads erweitern. So. Die klebe ich mal hier mit rein. Und jetzt kann ich quasi hier einmal Plus und einmal Minus auflegen. Ich hole jetzt auch mal kurz den Schaltplan vom OpenK-Handbuch hier ins Bild, zumindest ein Teilausschnitt. Und ja, da sieht man, ist es ja auch schon gezeigt, sage ich mal, die beiden äußeren Pins sind Masse, also Minus, und der mittlere Punkt ist Plus. Und das sind ja hier, sage ich mal, diese drei Pins bei mir im Fahrzeug. Das heißt, die beiden äußeren sind Minus und der mittlere ist Plus. Und so muss ich das natürlich hier oben drin jetzt auch erstmal anschließen. Auch hier werde ich jetzt 0,2 mm dicke Kupferlackdrähte verwenden. Und was ich auch gleich mal mache, ist, sage ich mal, diese Anschlusspins von dieser Ladebuchse, die tue ich auch mal ein bisschen runter abschneiden gleich, weil die sind mir echt ein bisschen arg lang. Den hier brauche ich ja überhaupt nicht, den einen Pin hier, den schneide ich ganz sogar ab. Und natürlich müssen auch wieder die Drähte verzinnt werden. Da ist es jetzt so, dass ich den Plusdraht nur ganz kurz verzinne. So. Den hier mal gleich anlöte. Und dann diesen Minusdraht, der wird jetzt wesentlich länger verzinnt. Also da kann man ruhig so einen guten 1,5 cm kann man da verzinnen. Und jetzt löte ich quasi diesen an dem ersten Pin an. Ja, ich stelle das mal ein bisschen weiter oben hin. Also den löte ich jetzt erstmal an dem ersten Pin an. Dann muss ich quasi hier eine kleine Schleife legen. Ja. Ich muss ja jetzt quasi hier hinten dran, hinter dem Kontakt vorbei, ohne dass der quasi Verbindung kriegt. Sonst hätte ich nämlich einen Kurzschluss drauf. Und dann muss ich quasi jetzt nochmal an den zweiten Pin einen Masseanschluss anlöten. Und da muss ich jetzt halt wirklich gucken, dass ich hier keinerlei Verbindung hinkriege. Sonst knallt es nämlich, wenn wir da was anschließen. Und jetzt werde ich halt diese zwei Drähte nach hier legen und werde diese hier mit meinen beiden Ladespiegeln einfach mal koppeln. Und wenn wir jetzt so weit sind, dass jetzt hier sowohl die Spiegelladung bei mir jetzt und auch die Ladebuchse, ja, ihr habt ja wahrscheinlich bloß eins, ich habe ja normalerweise auch bloß meine Spiegelladung. Wenn die jetzt hier aufgelegt ist,
Dann werde ich jetzt als nächstes erstmal die beiden Leitungen hier vom Schalter auch noch nach hier verlegen. Denn eine, sage ich mal, muss ja an den Plusanschluss und eine, die kommt später dann an den Eingang vom Power-Off-Modul. Übrigens, welchen Draht ihr von den beiden Schalterdrähten auf den Plus-Stützpunkt legt und welchen ihr an das Power-Off-Modul legt, ist vollkommen egal. Ja, weil wir haben hier einen Ausschalter, da spielt es keine Rolle. Wichtig ist halt, einer geht auf den Plus-Stützpunkt, einer geht aufs Power-Off-Modul. Ja, und so sieht dann das Ergebnis aus. Ich muss sagen, jetzt haben wir schon ein richtig großes Stück geschafft. Wir nähern uns immer weiter der Zielgerade an. Jetzt werden wir mal schauen, wo wir final das Power-Off-Modul im Fahrzeug montieren. Und da muss ich sagen, oh, das sieht hier gar nicht mal schlecht aus. Auch das Power-Off-Modul befestige ich wieder mit doppelseitigem Klebeband im Fahrzeug. So, dann kleben wir das Teil mal hier schön rein. So. Und jetzt können wir gleich, da wir ja gesagt haben, das ist unser Eingang, können wir gleich diese Leitung hier drauf löten. Und so sieht dann das Ergebnis aus. Was ich jetzt auch gleich gemacht habe, ist die Masseleitung vom Power-Off-Modul zu meiner Verteilung gezogen. Und dabei habe ich gemerkt, dass ich den Phototransistor für die optische Stoppstelle total vergessen habe. Das Thema werde ich jetzt aber hier an diesem Video überspringen und mache eher ein eigenständiges Video daraus. Jetzt sind wir endlich so weit, dass wir unseren Decoder einbauen können. Juhu! Endlich haben wir es geschafft. So, und den werden wir jetzt hier so reinsetzen. Da ich ja den hier schon mit doppelseitigem Klebeband befestigt habe, kann ich jetzt diese Polystyrolplatte mit Plastikkleber quasi in mein Fahrzeug reinkleben. So, machen wir einfach mal. Bevor ihr jetzt weitermachen könnt, muss natürlich der Plastikkleber erstmal wieder trocknen. Nachdem der Plastikkleber jetzt getrocknet ist, sind wir auch schon so weit, dass wir unseren kompletten Decoder anschließen können. Was mich aber maßlos noch ärgert, ist, ja, dass ich total vergessen habe, die beiden Anschlussdrähte vom Fahrmotor auch schon in den Innenraum zu verlegen. Die hätte ich schon lang reinmachen können, aber irgendwie, ja, habe ich es total vergessen. Aber jammern hilft nichts, es muss jetzt irgendwie rein. Ich gucke jetzt halt, wie ich sie nachträglich noch reinbringe. Euch würde ich natürlich empfehlen, macht das gleich am Anfang. Puh, war das jetzt ein harter Kampf. Aber ihr seht, ich habe die Drähte noch nach innen gebracht. Ist natürlich jetzt nicht besonders schön, aber naja, was soll's. Was ich euch aber unbedingt jetzt gleich mitgeben will, ist, dass ihr die beiden Drähte vom Fahrmotor komplett losgelöst von euren Drähten, die für die Phototransistoren in der Fahrzeugfront zuständig sind, verlegt. Denn auf den Leitungen vom Fahrmotor sind so hochfrequente Störungen, die tun nämlich unsere Abstandssteuerung negativ beeinflussen. Und endlich sind wir so weit, dass wir unsere einzelnen Funktionen an den Decoder anschließen können. Welche Funktion man da zuerst macht, ja, das ist im Prinzip euch überlassen. Da gibt es kein, so ist es richtig und so ist es falsch. Ihr müsst euch halt einfach für eine Version festlegen. Ich zum Beispiel fange immer mit der Heckbeleuchtung an. Die habe ich ja hier auf den einzelnen Punkten aufliegen. Ja, da gehe ich jetzt her, löte einzelne Kabel an und lege die dann auf den Decoder auf. Hierfür eignen sich übrigens die Kabelreste, die man von den anderen Verkabelungsstücken übrig hat. Die kann man da wunderbar verwenden. Die Drähte, die zum Decoder gehen, sind jetzt alle angelötet und erfahrungsgemäß hat sich als praktikabel erwiesen, dass man quasi, bevor man jetzt diese einzelne Funktion an dem Decoder anlötet, dass man da nochmal checkt, ob auch wirklich alle LEDs gehen. Deshalb schließe ich jetzt einfach nochmal die Plusversorgung an und gehe nacheinander die einzelnen Lichtfunktionen durch und prüfe nochmal, dass die auch wirklich alle funktionieren.
Natürlich werden auch die Drähte, die zum Decoder gehen, schön sauber und sorgfältig mit Sekundenkleber fixiert, damit da eben später nichts abgehen kann. Damit ich die Drähte jetzt ohne Spannung und schön sauber am Decoder anschließen kann, nehme ich mir dazu immer eine Pinzette zur Hilfe. Jetzt nehme ich das Drahtende in die linke Hand und lege ihn über den Anschlusspin am Decoder. Anschließend nehme ich mit der Pinzette den Draht und drücke ihn nach unten Richtung Fahrzeugboden. Jetzt liegt der Draht schön sauber am Decoder und ich brauche nur noch meinen Seitenschneider nehmen und den Draht anschließend abschneiden. Durch diese saubere Verlegung laufe ich auch später nicht mehr Gefahr, dass der Draht abreißt. Natürlich muss auch dieses Mal wieder der Kupferlackdraht erst verzinnt werden, bevor wir ihn auf dem Decoder auflöten können. Genauso muss natürlich auch erst noch das Lötpad auf dem Decoder verzinnt werden. Und jetzt können wir unseren Draht mit der Pinzette nehmen. Also ich empfehle euch wirklich da die Pinzette zu nehmen, sonst wird es richtig heiß. Und können den einfach auf unserem entsprechenden Pad am Decoder auflöten. Dieses Prozedere mache ich jetzt zunächst erstmal für die komplette Grundbeleuchtung. Heißt also Bremslichter, Schlusslichter, Blinker und die Frontlichter. Und da das immer das gleiche ist, mache ich das jetzt mal und danach sehen wir uns wieder. So sieht dann das Endergebnis aus. Ich muss schon sagen, das Fahrzeug sieht schon wieder relativ aufgeräumt aus. Das soll's für heute mal wieder gewesen sein. Während ich jetzt am Ende des Videos noch mein Standardgelaber mache, zeige ich euch noch ein paar Szenen, wie es im nächsten Video weitergeht. Ja, wie immer hoffe ich auch dieses Mal, dass dir mein Video heute wieder gefallen hat. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr gerne wieder über einen Daumen nach oben und ja, natürlich freue ich mich auch immer wieder über einen Kommentar von dir, was ich vielleicht vergessen habe, was ich vielleicht noch besser machen könnte. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch wieder eine gute Zeit. Bleibt oder bitte werdet gesund und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video, das mit Sicherheit jetzt wieder ein bisschen schneller kommen wird, wiedersehen. Bis dahin, macht's gut, euer Björn.